Hallo, ich grüße alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute wollen wir ganz leckere Käsecracker machen. Ich habe ja schon Zwiebelchips gemacht. Heute gibt es Käsecracker. Die sind auch ganz einfach zu machen. Und folgende Zutaten brauchen wir dazu. Los geht's! So, los geht's. Also, die Hauptzutaten sind ein Ei, 150 Gramm Käse, 100 Milliliter Wasser und ca. 260 Gramm Mehl, 50 Gramm Öl, Sesam. Ich habe hier einen Esslöffel, paar trockene Kräuter, bei mir sind heute italienische, trockene Knoblauch, ein Teelöffel, halber Teelöffel Salz und ein Teelöffel Backpulver. Also die Zutaten sind jetzt nach Geschmack. Eigentlich kann man das alles auch ohne das zu machen. Nur ein bisschen Salz dazu und Backpulver braucht man aber unbedingt. So, fangen wir an. Zuerst werde ich das Ei, also alle Zutaten, ich meine Salz und Käse und Wasser, muss schon kalt sein. Wasser, Öl, Käse. Also ich werde das erstmal ein bisschen mischen. Also den Käse habe ich jetzt durch eine feine Reibe durchgerieben. Also Käse soll schon sein mindestens 45 Fettanteil. Also jetzt kommen die ganzen trockenen Zutaten dazu. Also falls ihr kein Sesam mögt, muss nicht sein. Das kann man auch ohne das machen. Ich mische das jetzt alles schön. Also ein Teelöffel Backpulver kommt jetzt in das Mehl. Ich mische das so. Ich habe das schon durchgesiebt. So, jetzt werde ich das nach und nach beimischen. Also ich habe jetzt hier erstmal 260 Gramm Mehl. Guck mal, ob ich damit auskomme. Also viel Mehl muss nicht sein, der muss jetzt nicht so fest sein, der Teig. So ungefähr muss der Teig so sein. Lange kneten braucht man ihn nicht. Sobald ihr seht, dass er so eine Konsistenz hat, ist er fertig. Jetzt lasse ich ihn für mindestens 10 Minuten, wenigstens soll er ein bisschen ruhen. Dann machen wir weiter. Also der Teig hat sich bei mir etwas ausgeruht. Ich teile ihn jetzt direkt hier. Also wenn man Zeit zum Beispiel hat, kann man ruhig den Teig vorher machen und der kann den ganzen Tag liegen. Zum Beispiel morgen macht man ihn und abends tut man ihn ausbacken. So, der klebt auch gar nicht, wie ihr seht. Ganz angenehm zu arbeiten damit. So, ich werde ihn jetzt ausrollen. Eine lege ich erstmal zur Seite und rolle das aus. Also wie dünn sein es soll, müsst ihr entscheiden, aber natürlich je dünner sie sind, desto knuspriger sie werden. So, jetzt werde ich das schneiden. Einfach so Viereck erstmal einmal durch. Natürlich könnt ihr selber fantasieren, ein bisschen wie sie. Man kann sie aufstechen vielleicht, wenn man was zu Hause hat. Ich mache das einfach klassisch und fertig. Jetzt tue ich so so ganz Vierecke machen und so weiter. Also jetzt steche ich das etwas mit der Gabel durch und tue noch etwas Salz drauf. Muss aber nicht sein. So, das Ganze kommt auf das Backblech. Man kann eigentlich den Teig schon auf dem Papier ausrollen und ausschneiden, dann hat man das nicht die Arbeit nachher draufzulegen.
Jeder macht so wie es will. Also die Kräcker werden bei 190 Grad in vorgeheizten Ofen gebacken, circa 10 bis 15 Minuten, hängt ja von dem Ofen ab. Und ich stelle das so auf die obere Schiene, damit sie ein bisschen knuspriger werden. So, das kommt jetzt in den Ofen, 190 Grad. Also das Programm ist bei mir Ober- und Unterhitze, aber ich stelle das hier auf die obere Schiene, damit es schneller oder etwas knuspriger wird. So, ich habe sie jetzt rausgeholt. Bei mir waren sie da genau 15 Minuten in den Ofen. Das hängt natürlich aber von den Ofen ab. So sind die. Zeig mal so müssen sie sein. Wer will, kann sie auch noch brauner machen. Aber für mich genügt auch das. So, ich habe jetzt meine Kräcker alle ausgebacken. So viel habe ich jetzt rausbekommen von 2 Landungen. Das hängt davon natürlich ab, wie groß Sie schneiden und wie dünn. Also ich werde jetzt direkt eins aufbrechen. So sehen sie von innen aus. Und probiere direkt auch eins. Sehr lecker. Knusprig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.